Weit verbreitet, oft verkannt, tabuisiert. Dies ist ein Podcast zum Thema Schmerzen, Jucken und Brennen im Intimbereich. Dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zu diesem Podcast heute an diesem Mittwochabend. Es ist draußen 30 Grad und ich komme gerade vom Hebammenkongress in Baden. Viele Hebammen, die heutzutage an den Stand kommen, sind irgendwie verbunden mit LS, sei es, dass sie wirklich selber betroffen sind oder Bekannte haben, die betroffen sind oder eben auch Patientinnen inzwischen erkennen, falls sie betroffen sind. Und das ist nicht zuletzt auch dem Verein zu verdanken, dass wir jetzt da seit 7 Jahren beim Hebammenverband immer wieder vorstellig sind und bitten um Aufklärung. Und es ist toll zu sehen, dass das alles auch Früchte trägt. Parallel waren wir heute in Bern aktiv mit einem Stand, erstmals in der Vereinsgeschichte beim Pflegefachkongress Schweiz. Und offenbar hatten die beiden Frauen, die den Stand betreuten, schon um 14 Uhr keine Flyer mehr zur Verfügung, weil die alle abgeräumt wurden durch so viel Interesse von ganz vielen Pflegefachpersonen, die noch nie von LS gehört haben. Sie haben mir geschrieben, etwa um 15 Uhr, es seien jetzt 130 Personen schon am Stand gewesen und 4 davon hätten LS gekannt. Also in dem Sinne auch da eine große Bühne für uns noch zu wirken. Da wir auch viel Material schon haben für die Frauen im Verein, wäre es wieder mal Zeit, die Männerseite zu beleuchten, denn diese ist nicht weniger dramatisch oder schwierig wie die Frauenseite. Und deshalb haben wir für heute den Dr. Karl Becker eingeladen. Er steht uns schon zum zweiten Mal zur Verfügung. Wir haben ein erstes Interview geführt, damals noch mit Maske, so quasi, zur Zeit von Corona. Ich glaube, es war 2019. Vielleicht haben einige, die diese Folge jetzt hören, dieses Interview auch schon abgehört und falls nicht, kann man das ja noch tun. Die heutige Folge soll ein bisschen aufbauen auf diesem ersten Interview mit einem ausgewiesenen Experten. Dr. Karl Becker ist schon ganz lange mit dem Thema LS vertraut. Vielleicht stellt er sich nachher noch ganz kurz selber vor. Und er war insbesondere auch nicht nur beteiligt beim verschiedenen Fachartikeln, die er schreibt, er publiziert ja auch, sondern eben auch in der Erschaffung der Leitlinie. 2015 gab es die erste Leitlinie für LS und diese Leitlinie wurde 2023 überarbeitet und veröffentlicht und es gibt seit 2025 auch eine deutsche Übersetzung erstmals. Dass sowas möglich ist, da braucht es engagierte Ärzte und wir sind sehr froh, dass wir Dr. Karl Becker schon länger bei uns im Beirat haben und immer wieder auf sein Expertenwissen zurückgreifen dürfen. Vielen Dank. Ja, Herr Becker, darf ich Sie kurz bitten, sich selber noch vorzustellen und dann würden wir auf eine Reihe von Fragen eingehen, die wir im Vorfeld dieses Interviews gesammelt haben. Es sind allesamt Fragen, die sich der Vorstand stellt oder die der Geschäftsstelle gestellt werden oder eben auch die Männer direkt an uns eingereicht haben. Ja, alles klar. Also, ich bin der Karl Becker, wie Bettina ja schon nett angekündigt. Dankeschön dafür. Und beschäftige mich seit, ich glaube, 2006 mit dem Lichensklerose zunächst bei den Jungen, weil als Kinderchirurg, als niedergelassener Kinderchirurg haben wir sehr viel mit dem Krankheitsbild zu tun, also mehr als alle anderen. Und es gab da immer die Frage, ob Jungs mit einer Neurodermitis möglicherweise eher geneigt sind, an Lichensklerose zu erkranken. Und da haben wir dann irgendwann mal eine Doktorarbeit draus gebastelt, die auch sehr erfolgreich verlief und das dann nachweisen konnte. Und in dem Zusammenhang habe ich dann irgendwie 2011 auch angefangen, mal so eine Basis, also das, was wir an Erfahrung gesammelt hatten, als Basis zu veröffentlichen im Ärzteblatt. Das hat dann die Gudula Kirczig gesehen und mich zur Mitarbeit an der Leitlinie eingeladen. Und so kam das dann alles. Und dann, da gab es damals noch vergleichsweise wenig Kollegen, die sich mit den Männern auskannten und mit den Männern beschäftigt haben. Und ja, so kam ich dann dazu, nicht nur die Jungs unter meine Fittiche zu nehmen, sondern auch die Männer, soweit das im Rahmen meiner Möglichkeiten eben gegeben ist. Aber ja, in den letzten 10, 15 Jahren konnte ich eben einiges an Erfahrungen sammeln
Und das, was wahrscheinlich alle immer wieder feststellen, dass es doch wenig gibt, die sich damit so richtig auskennen und dass an der Schnittstelle zwischen Urologie und Dermatologie, im Falle der Männer jedenfalls, bei den Frauen ist das dann eher die Gynäkologie und die Dermatologie, dass es da irgendwie genau an dieser Stelle hakt in der Zusammenarbeit. Ja, und aus irgendeinem Grund kann der Kinderchirurg das offensichtlich bewerkstelligen. Und so bin ich jetzt heute Abend hier gelandet. Ja, da sind wir sehr froh drüber, weil es ist ja genau die Erfahrung, die zählt. Würden wahrscheinlich auch alle Männer bestätigen, die hier jetzt mithören. Alle, die ich hier kenne, haben schon länger mit dem LS zu tun und es ist auch ein Erfahrungsprozess. Ich denke, das ist auch für einen Arzt wie Sie so, dass Sie auch immer wieder neue Berichte hören und das halt mit der Zeit auch besser einordnen können. Es gibt ja jetzt eben diese Leitlinie, haben wir davon gesprochen, und darin steht ja, dass man eigentlich immer noch davon ausgeht, dass LS eine Autoimmunkrankheit ist oder sei. So ganz hundertprozentig nachgewiesen ist das noch nicht. Es gibt leider auch noch nicht so viele Studien zu diesem Krankheitsbild. Letzthin habe ich allerdings jetzt gehört, dass in Frankreich die Experten bei Männern lieber von einem multifaktoriellen Geschehen sprechen als von einer Autoimmunkrankheit. Ich als Laie sehe jetzt den Unterschied nicht ganz so klar, aber wird klar gesagt, dass man bei den Männern auch denkt, dass es vielleicht mit Urinrückständen zu tun haben könnte, dass diese als Trigger für den LS agieren. Gibt es da eine Rückmeldung, die Sie uns geben können, also international? Ich denke Amerika, USA, Kanada, da ist man sich eher auch einiges ist autoimmun. Was heißt multifaktorielles Geschehen jetzt für einen Arzt? Also zunächst mal, das schließt sich nicht aus. Ne? Also Autoimmungeschehen heißt ja zunächst mal nur, dass der Körper da einen sinnlosen Entzündungsprozess startet gegen sich selber, beziehungsweise aufgrund von irgendeinem Auslöser. Und dieser Auslöser ist sicherlich multifaktoriell. Ne? Also es gibt da nicht einen Auslöser, der das macht, sondern es gibt da verschiedene. Wie es dann ganz genau läuft, das wissen wir, denke ich, einfach noch nicht. Aber das mit dem Urin, das ist, glaube ich, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen eine relevante These, die aber schon vor Jahren von einem Banker aus London in den Raum gestellt wurde und wo vieles für spricht, insbesondere die Region. Dieser Achterbefall bei den Frauen, also Vaginaleingang und Anus und Damm, spricht ja auch dafür, dass es was mit dem Urin zu tun haben könnte. Und bei den Männern und bei den Jungs ist es halt dann eben unter der Vorhaut. Ob das jetzt Urinrückstände sind oder ob das nicht irgendwelche Substanzen sind, die im Stoffwechsel entstehen aus der Ernährung heraus, was ich so ein bisschen im Verdacht habe, weil es eben ja auch zeitgleich bei Geschwistern auftritt schon mal, die ja dann mutmaßlich ähnliche Nahrung zu sich nehmen. Das ist alles noch unklar, da kann man auch noch ein paar Doktortitel vergeben in Zukunft, denke ich. Aber ich denke auch, dass es sehr viel mit dem Urin zu tun hat. Aber wie die Substanz genau heißt, die da zuständig ist, das wissen wir halt nicht. Dazu kommt aber dann eben noch ein paar andere Sachen. Ich hatte eingangs schon erwähnt, wir hatten uns da mit der Neurodermitis befasst. Das heißt, es scheint so zu sein, dass Menschen mit Hauterkrankungen, ob das jetzt eine Psoriasis ist oder eben vor allen Dingen die Neurodermitis, die haben ja eine gestörte Hautbarriere. Das heißt, was auch immer die Substanz im Urin wäre, die kann dann leichter durch die Haut dringen. Und dann kommt noch ein paar andere Dinge dazu, sicherlich eine genetische Disposition, das heißt also, ob in der Familie eine Neigung dazu besteht, dann vielleicht auch eben hormonelle Faktoren. Das ist ja symptomatisch in bestimmten Altersgruppen, dass das getriggert wird, dann auch Verletzungen. Das passt wieder zu der gestörten Hautbarriere. Wenn das alles zusammenkommt, dann kann eben oder dann reagiert der Körper auf diese Substanz aus dem Urin mit diesem Entzündungsprozess und fängt an, da die Zellen zu zerstören. Und ja, dann hat man eben diese Vernarbung. Und interessanterweise ist das ja selten so, dass es von alleine wieder stoppt. Also wenn es einmal losgegangen ist, dann bleibt es am Gang. Insofern Autoimmun, ja, weil der Körper antientzündlich reagiert auf
irgendwas, was wir nicht wissen. Multifaktoriell auch, ja, aus den genannten Gründen. Ich kann da vielleicht noch eine Klammer auftun, also zur genetischen Disposition, das haben wir ja bei Frauen mal abgefragt in den Anfängen des Vereins, und die Frauen, die man da gefragt hat, die haben zu Protokoll gegeben, dass 50% davon also wirklich in der Familie weitere Betroffene kennen. Das heißt, wir ließen die Frauen das wirklich abklären, denn wenn man nicht innerhalb der Familie darüber spricht, wird man es auch nicht wissen. Ich denke Mhm. auch, das wird bei Männern genauso sein. Wenn ein Mann nicht in der Familie kommuniziert, diesen LS zu haben, dann wird er auch nicht erfahren, dass vielleicht andere da sind. Und diese genetische Komponente oder diese familiäre Häufung, die will man jetzt mit einer Pilotstudie auch unter Beteiligung jetzt mit Dr. Gudula Kirschig und Professor Günther in der Schweiz und ich glaube auch noch weitere Ärzte dann in Deutschland. Man will herausfinden, ob es irgendwie im Genmaterial Gleichheiten gibt, also von Personen, die betroffen sind und anderen, die nicht betroffen sind. Und dazu sucht man aktuell Familien, um genau das herauszufinden. Es wäre natürlich toll, man würde da was finden, schlussendlich im Blut, was übereinstimmend ist, dann hätten wir auch eine Möglichkeit, dann in Zukunft nicht nur mit einer Biopsie den LS zu bestätigen, sondern langfristig auch mit anderen einfacheren Mitteln. Und das Gleiche ist auch so ein bisschen in Diskussion mit einem Speicheltest. Das ist alles noch überhaupt nichts Offizielles, aber einfach um anzuzeigen, es gibt Bestrebungen jetzt auch, dass man eben auch mehr zu diesem genetischen Faktor herausfindet. Und ich finde das sehr wichtig. Und genau deshalb sind auch die Mitglieder unseres Vereins so wichtig, weil sie und nur sie, die sich eigentlich bekennen zu diesem LS und sich bei uns melden, auch mithelfen können, solche Faktoren dann zu bestimmen, wenn es denn welche gibt. Das wird sich alles zeigen. Das braucht noch viel Zeit, Aufwand und Geld. Zum Thema Ernährung, die sich dann über den Urin oder die Urinbestandteile äußert, da haben wir auch bei den Frauen auch schon eigentlich die Erfahrung, dass einige auf gewisse Nahrungsmittel reagieren, also sei es Spargel, Erdbeer, Wein, scharfe Speisen, das kann alles wirklich auch Beschwerden wieder neu auslösen, Schübe triggern. Ich denke, bei Männern ist das schlussendlich nicht ganz anders. Bei der Welche Nahrungsmittel waren das? Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht. äh, also ich habe mehrere Rückmeldungen, dass zum Beispiel Spargel das Spargel. auslöst. Das Ja. ist eigentlich, das kann man sich noch erklären, weil man ja das danach auch im Urin klar riecht. Also da ist ein Geschehen, das sich im Körper abspielt, das über den Urin dann gelöst wird, Mhm. diese Stoffe. Und dann ist es sehr unterschiedlich. Eben die einen reagieren auf Früchte, die anderen auf Gewürze, auf alkoholische Getränke, je nachdem, sehr individuelle Geschichte. Mhm. Machen dazu auch Workshops, wo sich die Frauen austauschen. Wir werden auch immer wieder gefragt zu dieser anti-entzündlichen Ernährung, die ja zum Beispiel die Rheuma-Liga auch empfiehlt, haben da Tipps auf der Webseite. Es gibt sicher vieles, was man da noch erfahren und herausfinden kann, wenn man eben dieses Wissen auch teilt. Die ist einfach so in Klammern. Ich habe jetzt bei der Vorbereitung dieses Gesprächs einige Männer gefragt, ob sie ihre Ernährung umgestellt haben, und das hat eigentlich niemand bejaht. Im Gegensatz zu einigen Frauen, von denen ich weiß, dass sie das umgestellt haben, keinen Zucker mehr zu sich nehmen und so weiter. Aber ich glaube, die Frauen sind da noch ein bisschen bewusster unterwegs oder mehr bereit, was am Wir Alltag. wissen ja auch noch nicht, was es ist, ne? Also es lohnt sich sicherlich, da ein bisschen Protokoll zu führen. Ja, genau. Das geben wir auch immer durch als Tipp. Jetzt im Verein sprechen wir ja eigentlich von einer Betroffenheit von einer von 1000 Männern, die wirklich diesen LS diagnostiziert haben, also von denen, die diagnostiziert werden. Das bezieht sich auf Europa, habe ich das richtig verstanden? Der Leitlinie wird das ja auch so eigentlich. Das bezieht sich auf die Staaten oder Länder, in denen entsprechende Untersuchungen vorgelegt wurden, ne? Das sind im Wesentlichen, also wir würden das in der Medizin den kaukasischen Menschenschlag nennen. Also die eine epidemiologische Studie stammt ja tatsächlich aus den USA, die in diese Richtung geht, also eine auf 1000, also nicht nur Europa. Aber ja, es gibt sehr wenig Studien dazu ja, aus Afrika oder aus Asien. Kennen Sie dunkelhäutige Männer, die betroffen sind? Tatsächlich nicht. Auf der anderen Seite ist aber Afrika oder ja, andersrum. Die Jungs, die zu mir kommen, kommen aus afrikanischen Ländern, die beschneiden. Und damit ist da ein Fehler drin, ne? Also
wenn die einmal beschnitten sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch ein Lesion kriegen, sehr gering. Auf der anderen Seite wäre die Frage, das müsste man eigentlich die Dermatologen mal fragen, ob bei den Schwarzen nicht auch andere Hautkrankheiten seltener sind. Ich weiß zum Beispiel, also ich kenne auch keinen Afrikaner, der eine Neurodermitis hat oder sowas. Aber das ist dann auch wieder schwierig. Liegt das an der Genetik? Liegt das an der Haut, am Hauttypus oder liegt das an ganz anderen Lebensweise? Das wissen wir alles nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass ich wüsste jetzt keinen, weder Junge noch Mann, der ein Lesion gehabt hätte. Also das ist Afrikanischer Herkunft, ja. ja, das ist auch eine Frage, die uns jetzt zu beschäftigen beginnt, weil wir ja auch im französischsprachigen Raum aktiv sind. Und Ja, da sind doch auch viele Frauen, ja, nicht weißhäutige Frauen. Und das ist jetzt was wir auch herausfinden wollen, weil es das auch aber noch die so gab. durchaus ein Lesion haben. Ja, ja, Ja offenbar. gut, dann Ja. mag das tatsächlich daran liegen, dass die Männer eben zum Großteil beschnitten sind. Ich weiß nicht, wie das bei den französischen Männern ist. Mhm. Ob die das beibehalten haben, diese Tradition. Ne? Das hält ja meistens sehr lange, aber da bin ich Mhm. in Bezug auf Frankreich überfragt. Ja, werden wir doch herausbekommen. Wir haben ja in Frankreich auch einen Experten, den Dr. Dauendorfer. Er war auch an der Leitlinie mitbeteiligt und wir sind sehr froh, dass wir da zu ihm auch teilweise spontan in wirklich krisenhaften Fällen auch Männer hinschicken dürfen nach Paris. Hm. Das ist natürlich sehr hilfreich. Ja, jetzt kommen wir zu den konkreteren Fragen. Wir haben natürlich, was jetzt Symptome und so weiter anbelangt und die gängige Therapie, da findet man sehr vieles auf unserer Webseite, auch im ersten Podcast, den wir schon gemacht haben. Und die Frage, die jetzt noch kam von Männern, die sich da gut belesen haben, wann ist denn eigentlich eine Biopsie bei Männern sinnvoll? Bei Frauen sagen wir ja, es ist häufig oder in den meisten Fällen eine Blickdiagnose, außer es sei ein LS im Anfangsstadium und dann wäre auch eine Biopsie nicht unbedingt das Beste, weil man vielleicht gerade wieder einen Schub triggert mit der Biopsie und der Hautverletzung. Aber es gibt immer noch Länder, die mehr solche Biopsien machen wie andere. Ist teilweise auch ein Kostenfaktor, weil man mit der Biopsie noch verdient. Aber wie ist das jetzt mit Biopsien? Also die Männer, die Rückmeldung gegeben haben auf unsere Fragen, da wurde, soweit ich weiß, einer biopsiert, die anderen wurden gar nicht biopsiert. Wie verhält sich das da bei den Männern? Also reicht im Normalfall die Blickdiagnose oder ist das manchmal unsicher und man klärt es dann ab? Also in aller Regel reicht die Blickdiagnose. Und dann ist, ich meine, wenn es ein klarer Lesion ist, ist es ein klarer Lesion, dann kann man das auch gut erkennen. Aber ganz am Anfang gibt es da so Zwischenbereiche, wo ich mir auch nicht sicher bin. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, also, dass es da Männer gibt, die irgendwelche Beschwerden haben, die sich nicht zuordnen lassen, wo aber eigentlich auch kein klarer Lesion da ist. Und dann wird schon therapiert. Und das halte ich für problematisch, weil man überhaupt nicht weiß, gegen was und wen man da kämpft. Und in diesen Fällen halte ich eine Biopsie im Zweifel für sinnvoll. Wobei das natürlich schwierig ist, wenn dann schon mit Cortison vorbehandelt wurde. Weil Ja, das da sagen wir auch beeinflusst bei den das Frauen, histologische Ergebnis. Ne? braucht eine Pause, eine Absetzung des Cortisons, falls das Ja. schon benutzt wurde, von 2 bis 3 Wochen, damit das Hautbild ja, wieder in den ursprünglichen Zustand vielleicht zurückgeht oder auf jeden Fall nicht mit dem Cortison schon ja, verändert wurde. Die Biopsie kann ja bei Frauen auch falsch negativ ausfallen, wenn die am falschen Ort genommen wird. Wir empfehlen auch, dass man ein Bild macht vor und nach der Biopsie und das mit einreicht an das Labor, das diese Probe dann auswertet. Würden Sie das bei Männern auch so empfehlen? Jetzt primär eigentlich nicht. Erstens, also die Pathologen bei uns, die könnten mit so einem klinischen Bild überhaupt nichts anfangen. Also das wird denen nicht mehr helfen als mir. Also ich muss wissen, wo ich biopsiere. Ja, und da muss der Patient, also der Mann in dem Fall, mir genau sagen, wo er die Beschwerden hat. Ja, ich würde ja, wie gesagt, nur Dinge biopsieren, wo ich mir auch nicht sicher bin. Und dann muss es ja irgendeinen Grund geben. Also ein Brennen, ein Jucken oder eine Verengung. Und in diesen Zonen kann man ja dann ganz gezielt biopsieren. Das ist beim Mann, finde ich, jetzt auch kein größeres Problem. Insofern bedarf es da sicherlich nicht noch einer
eines Fotos. Okay. Also das gibt dann nicht mehr Erkenntnis, weder mir noch dem Pathologen. Mhm. Aber ist auch so wie bei den Frauen, dass es nicht alle Pathologen dann auch so auswerten, dass es klar wird. Also es braucht auch ein geschultes Labor. Ja, also derjenige sollte schon mal häufiger mit Leichen zu tun gehabt haben oder diejenigen, ne? Also das Labor muss sich da ein bisschen auch auskennen. Und ja, wie gesagt, man muss aufpassen, dass da nicht zu viel mit Cortison vorbehandelt wurde. Und manchmal ist es eben einfach dann auch kein Lechen, ne? Sondern möglicherweise was ganz anderes. Es gibt ja doch noch andere Probleme, die da auftauchen können. Falls es jetzt ein Lichenplanus wäre, das ist ja auch eine Art von Lichen. Ja. Das ist eine andere Art. Bei Frauen würde das auch biopsiert im unklaren Fall. Es kann auch sein, dass es dann die Biopsie zeigt, es ist beides, ein Lichenplanus und ein Lichensklerosus. Ich habe mal gelesen, dass ein Lichenplanus beim Mann nicht biopsiert werden sollte, wegen den Nebenwirkungen, die die Biopsie dann machen kann oder den Nachwirkungen. Haben Sie viele Männer jetzt mit Lichenplanus, wo das unklar Naja, wäre? das sammelt sich so ein bisschen, wo ich das zumindest vermute, aber die sind tatsächlich alle nicht biopsiert. Weil die Frage ist auch, wenn man einigermaßen sicher ist, dass es ein Planus ist, da hilft einem die Biopsie ja dann auch nicht wahnsinnig weiter, ne? Dann ist es eben Planus und dann muss man Geduld haben. Das ist ja Mhm. das Wichtigste beim Planus. Ja, gut, bei den Frauen ist es halt so, dass der Planus ja auch in die Scheide rein, also in die Vagina, in die Schleimhäute reingeht, was der Lichensklerosus nicht tut. Ich weiß jetzt nicht, was der Lichenplanus beim Mann macht, was der Naja, der Erosus. klettert zumindest in die vordere, unter Umständen, ne? In den vorderen Bereich der Harnröhre und macht da Beschwerden beim Wasserlassen vor allen Dingen, aber der klettert aus irgendeinem Grund nicht weiter. Der Mhm. bleibt da, also tiefer geht der nicht. Und der breitet sich normalerweise auch nicht aus. Der ist dann da stationär und irgendwie nach 2 Jahren, 1 bis 2 Jahren verschwindet das in der Regel auch wieder. Aber wir wissen ja auch nicht, was den unterhält. Also der Planus ist ja noch rätselhafter eigentlich. Also dann wäre kein Unterschied jetzt für den Mann, was die Harnröhrenproblematik anbelangt. Die kann genauso sein beim Lichenplanus wie auch beim Lichensklerosus. Also klar, beides kann die Harnröhre befallen, aber der Planus, das macht eben Beschwerden, das macht der Lechen primär erstmal nicht. Das beim Mann sowieso ganz glasklar. Also wenn da Schmerzen vorliegen, dann spricht das eher für einen Planus als für einen Sklerosus. Der Sklerosus macht eigentlich keine Schmerzen beim Mann, selten. Der Sklerosus in der Harnröhre führt eher dazu, dass dann irgendwann das mit dem Pinkeln nicht funktioniert. Aber das geht sehr langsam und wenn man sich nur daran orientiert, dann ist es auch häufig sehr spät, weil der Lichensklerosus eben fortschreiten kann. Das heißt, der fängt an der Harnröhrenmündung an und klettert dann langsam Richtung Blase weiter. Das macht der Planus meiner Erfahrung nach bei den Männern nicht, sondern der bleibt dann da vorne der liebt offensichtlich diesen Übergang von Haut auf Schleimhaut, an dem Übergang von dem Eichelepithel in die Harnröhrenschleimhaut. Und dann bildet der da so rote Flecken. Und das ist im Grunde wie eine Wunde. Und klar, wenn über die Wunde dann Urin läuft, dann brennt das, aber der klettert nicht weiter rein. Und der würde auch keinen Harnverhalt verursachen. Nein, der macht auch keine Verengung der Harnröhre. Das macht nur der Sklerosus. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zur generellen Therapie. Wir haben von diesem Update gesprochen, 2023 und eben die deutsche Übersetzung, die auch teilweise dank des Vereins gemacht worden ist, in dem Sinne, dass wir uns mitbeteiligt haben, auch Patienteninfo einfließen lassen konnten. Das haben wir sehr geschätzt. Gibt es jetzt für die Männer seit unserem letzten Gespräch grundlegende Veränderungen, was die normale Standardtherapie anbelangt? Oder was hat sich verändert seit 2015 jetzt im Vergleich zu heute 2026? Also aus meiner Sicht, das betrifft jetzt primär nein, das betrifft eigentlich die Männer und die Jungs, ist der konservative Anteil sehr viel mehr betont worden. Damit bin ich auch nicht so ganz glücklich. Also sagen wir, der dermatologische Ansatz, primär mit Cortison zu behandeln, der ist nochmal betont worden. In 2015 haben wir das noch gleichrangig nebeneinander gehabt. Ich bin ein Fan davon, sowas mit dem Patienten bzw. mit den Eltern zu besprechen und dann gemeinsam zu entscheiden, was sinnvoll ist. Jetzt steht ganz klar, im Grunde
da, dass man zunächst mal auf alle Fälle mit Cortison behandeln sollte. Was da aber leider dann nicht steht, und zwar in allen diesen Leitlinien, weder in der europäischen noch in der deutschen, noch in der deutschen Leitlinie zur Phimose, dass unter diesen Umständen, in denen man eine potenziell chronisch rezidivierende Erkrankung nur mit Cortison behandelt, zwingend erforderlich ist, dass die Patienten nachuntersucht werden müssen, weil man ja jederzeit damit rechnen muss, dass das rezidiviert. Ja, und ich habe bei Ihnen auf der Seite auch nochmal nachgeguckt. Da ist ja da gibt es ja auch so Fallberichte, wo das dann schlussendlich eben dann doch in den operativen Bereich mündet. Das ist ja auch okay, wenn man dann konservativ anbehandelt, aber man muss dann sich darüber im Klaren sein, dass das Ganze möglicherweise nicht beendet ist. Und das ist in sehr viel höherem Maße eben bei der operativen Therapie gegeben. Und ja, insofern, das ist für mich die maßgebliche Veränderung und ja, gleichzeitig auch die Kritik. Mhm. Also nicht, dass man das erst mit Cortison versucht, das finde ich in Ordnung, aber dann muss da im Grunde stehen so, und nach 3, 4 Monaten werden die Patienten zwingend nachuntersucht und weiter begleitet von Leuten, die damit Ahnung haben. Mhm. Weil ich habe schon alles erlebt. Ich habe erlebt, dass die dann irgendwann wieder kamen nach 2, 3 Jahren, und da war Hopfen und Malz verloren. Also dass der Junge überhaupt noch pinkeln konnte, war ein Wunder. Und ich habe auch schon erlebt, dass die dann irgendwie mit dem Cortison rumgeaßt haben, irgendwie ein halbes Jahr durch Cortison gegeben, die Haut völlig zerfleddert von dem Cortison war. Also man erlebt da ja doch einiges im Spektrum, und die müssen einfach betreut werden, die Patienten. Das muss ja auch betreut werden, wenn eine Beschneidung vorgenommen wurde. Also ich habe Ja jetzt gut, dann eigentlich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das durch ist, die müssen dann vielleicht noch einmal im Jahr kommen, oder teilweise bestelle ich die nur alle 5 Jahre ein, wenn die überhaupt kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das erledigt ist, vor allem wenn man im jungen Alter beschneidet, also präpubertär, die ist extrem hoch. Also ich behaupte ja 99%. wenn man Jungs beschneidet, die LS nachweislich haben, dass die vom Problem befreit sind. Genau. Ja. Also das halte ich für mehr oder weniger zu 99% kurativ. Also dass man den Zustand erreicht, den man ja auch unterstellt bei denen, die praktisch als Neugeborene beschnitten werden. Ne? Die haben ja auch so gut wie keinen Niechen. Mhm. Jetzt bei den Männern, die mit der Zeit eine Verengung entwickeln und wo sich dann ein LS zeigt, ist es ja so, nicht alle wollen gleich gerade beschneiden. Da Mhm. haben wir auch die Erfahrung, dass einige das dann gut in den Griff kriegen mit dem Clobetasol-Propionat, also wo das wirklich funktioniert, konservativ. Es sind vielleicht auch Fälle, die dann einfach Glück haben, dass nicht sehr viele neue Schübe kommen oder die Krankheit moderat sich äußert. Es gibt natürlich auch die anderen Fälle, wo dann eine Beschneidung unumgänglich ist. Und dort habe ich jetzt auch gelesen in diesen Berichten, dass es auch Männer, die beschnitten wurden, teilweise noch in dem Sinne getroffen hat, nachträglich, dass sich der LS halt trotzdem, trotz der Beschneidung noch weiterentwickelt hat. Und genau die Männer, die dann nicht in Betreuung oder Kontrolle waren, weil sie dachten, das ist alles für mich erledigt, eigentlich dann wirklich die krassen Probleme auftauchen an der Eichel mit der Beteiligung der Harnröhre und der Verengung und allenfalls Harnverhalt. Also wir haben das jetzt im Falle eines Teenagers erlebt, letztes Jahr, und wir haben auch mehrere Männer im Verein, die das erleben mussten oder immer noch müssen oder mittendrin sind. Also wäre sicher mal die Botschaft, egal ob mit konservativer Behandlung oder mit Beschneidung, dass man da sicher eine gute Nachkontrolle sich leistet. Und zwar Ja, nicht nur ein einziges Mal, sondern mehrmals. definitiv. Also und je älter, also ich denke, dass die Chance halt, also dass es die unwahrscheinlicher ist, je früher man beschneidet. Also wenn man die Jungs beschneidet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Harnröhrenmündung betroffen wird, später sicherlich eher geringer. So, das ist meine Erfahrung. Bei den später beschnittenen, vor allem bei den Männern, kommt das durchaus vor. Da fehlen uns sicherlich die Daten. Ja, schon allein deswegen bestelle ich die eigentlich auch nochmal ein, um rauszufinden, wie ist es denn?
möglichst nach 10 Jahren oder noch besser nach 20 Jahren. Was haben wir denn da für Rezidivquoten? Vor allen Dingen eben auch nach der Beschneidung, um da Klarheit zu gewinnen. Aber dass eine Nachkontrolle sinnvoll ist, da besteht kein Zweifel. Spielt es dann eine Rolle, ob eine Teilbeschneidung gemacht wird oder eine komplette Beschneidung? Und was kommt in welchem Fall zur Anwendung? Kann man das pauschalisieren? Naja, also man weiß halt, dass die vollständige Beschneidung mit hoher Wahrscheinlichkeit oder mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit zu einer möglichen Ausheilung führt. Bei der Teilbeschneidung ist das so ein bisschen unklar. Also interessanterweise ist ja der Erstbeschreiber, der Herr Stümer, der 1928 die ersten Fälle bei Männern beschrieben hat, der sah das ja noch als Komplikation, also den Liechen als Komplikation nach der Beschneidung von jungen Männern an. Und wenn man die Fotos, er hat da Fotos zu beigelegt und die waren halt im Lazarett im Ersten Weltkrieg beschnitten worden und hatten dann postoperativ das entwickelt und die hatten halt im Grunde eine faktische Teilbeschneidung durchgeführt. Und wenn man weiß, dass die Verletzung natürlich durch den Köbner-Effekt den Entzündungsprozess triggert, dann ist klar, dass da das Risiko einfach größer ist, dass der Lesion zurückkommt. Das heißt, wenn man teilbeschneidet, dann muss man das mit einer Cortison-Salbentherapie begleiten, meiner Meinung nach. Unter diesen Umständen, und das müssen natürlich Leute machen, die sich damit beschäftigen. Da gibt es in Deutschland, glaube ich, leider nicht so viele. Unter diesen Umständen kann das mit der Teilbeschneidung ganz gut funktionieren. Die Engländer haben das ja auch mit einer Cortison-Injektion gemacht. Das haben wir auch schon ausprobiert. Und naja gut, das sind vielleicht 5, 6 Fälle. Und soweit ich das bis jetzt übersehe, klappt das tatsächlich. Wir machen jetzt gerade wieder eine neue Doktorarbeit. Und da hoffe ich dann in einem halben Jahr oder so mehr sagen zu können. Aber insgesamt habe ich natürlich mehr Erfahrung bei den Jungs. Und da haben dann oft sowohl die Jungs als auch die Eltern irgendwann die Schnauze voll, auf Deutsch gesagt, und wollen dann auch mal Ruhe haben und entscheiden sich dann sowieso für die vollständige Beschneidung. Aber möglich ist das und ja, unsere Erfahrungen sind gar nicht so schlecht mit der Teilbeschneidung. Heißt das, dass Männer, die komplett beschneiden, davon absehen können, dann eine dauerhafte Cortisontherapie zu machen? Ja, Okay, das ist jetzt für mich neu. Ich dachte, auch nach einer Komplettbeschneidung wäre eine Art Erhaltungstherapie dann immer noch notwendig. Aber dann, nein, dann wäre tatsächlich nein. Das ist halt die Frage, ob das notwendig ist. Also wenn man die Vorhaut behalten möchte und man stellt fest, der rezidiviert immer wieder der Lesion, dann braucht man sicher eine Erhaltungstherapie. Dann ist das genauso wie bei den Frauen. Aber man hat eben, da sind die Männer in einem leichten Vorteil, beim Mann die Möglichkeit, die Vorhaut zu entfernen und dann das Problem ziemlich nachhaltig zu beseitigen. Man hat ja dann halt auch in aller Regel nicht mehr dieses Urinproblem, ne? mhm. Aber dann gibt es nicht Fälle, wo ein Mann komplett beschnitten wird und dann nachträglich nach 3, 4 Jahren an der Eichel noch ein Rezidiv entwickelt. Das gibt es Wenn, dann so dann ist selten. das interessanterweise, also soweit ich das jetzt übersehe, in der Regel nicht auf der Eichel oder beziehungsweise wenn, dann nur in der unmittelbaren Umgebung der Harnröhrenmündung, was wieder dafür spricht, dass der Urin beteiligt ist. Ne? Und dann haben die tatsächlich um den Meatus, nennen wir die Harnröhrenmündung ja, herum diese weißlichen Veränderungen. Und gut, das gehört dann eben auch dazu, bevor man operiert. Man muss den Männern sagen, dass sie zumindest sich an der Stelle untersuchen und dann zum Arzt gehen, wenn sie da Veränderungen sehen. Ne? Eine der Fragen, die gekommen ist, wie hoch ist das Risiko nach einer Zirkumzision, also einer Beschneidung, dass eine Phimose am Schaft entsteht? Ich denke, es hat damit zu tun, dass die Nähte oder die Narbe, die entsteht durch die Beschneidung, dann vielleicht die Haut auch wieder reizt und dadurch ein Schub getriggert wird. Ist das eine Problematik, die im Nee, also normalerweise ist ja nach der Beschneidung Ruhe und dann bildet sich auch keine Verengung am Schaft. Das ist fast auszuschließen. Mhm.
Okay. Ich habe jetzt hier noch eine Frage von einer Mutter eines Jungen. Sie schreibt, unser Kinderurologe steht dem Vorschlag eines Experten skeptisch gegenüber, nur das Frenulum zu durchtrennen. Laut Aussage vom Urologen ist dann die Blutversorgung der Eichel vermindert oder eingeschränkt, was wiederum zu neuen Problemen führen kann. Wie ist das einzuordnen? Also das teile ich nicht, sag ich mal. Also dieses Frenulum durchzutrennen, das ist wahrscheinlich, die Idee stammt wahrscheinlich irgendwie von mir. Das ist auch nur eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe halt festgestellt, dass der Lechen halt sehr, sehr häufig das Vorhautbändchen, also sprich das Frenulum, befällt und dass, wenn man das Vorhautbändchen durchtrennt, plus gegebenenfalls Teilbeschneidung, dass man dann eben häufig den Lechen auch, soweit ich das bis jetzt erkennen kann, aushalten. Nicht immer. Aber dass die Chance möglicherweise ein größer ist. Jetzt die Frage, ob die Durchtrennung des Frenulums zu Durchblutungsstörungen führt. Ja, das tut sie, aber nicht der Eichel, sondern hauptsächlich der Gegend um den Harnröhrenausgang herum. Und sie haben eigentlich bei der Beschneidung muss man eigentlich faktisch immer das Vorhautbändchen durchtrennen. Das ist also kein seltener Eingriff. Und es kann dazu führen, dass die Harnröhrenmündung dann verengt. Das wäre sozusagen als Komplikation tatsächlich zu sehen. Die Frage ist, ob einem das dann notfalls müsste man den Harnröhrenausgang dann nochmal erweitern in einem weiteren kleinen Eingriff. Die Frage ist, ob das nicht besser ist, als mit dem Lechen weiterzuleben. Mhm. Also das ist eine Abwägungssache. Ja, wenn man die Fort komplett entfernt, wird das Frenulum, also das Fortbändchen in der Regel auch durchtrennt werden müssen. Und wenn man den Lechen laufen lässt, dann macht er das Frenulum, also das Fortbändchen, sowieso kaputt. Bei den Mhm. Jungs praktisch immer. Ja, dann diese Sklerose, die greift auf das Fortbändchen über und das ist praktisch weg bei den Jungs. Gibt es denn Fälle, wo man abrät von einer Beschneidung bei Jungs? Also am schwierigsten ist das sicherlich bei sehr übergewichtigen Jungs, wo der Penis kaum zu sehen ist, weil er im Speck verschwindet. Das ist der sogenannte Buried Penis, wenn die dann auch kaum Schafthaut haben. Es ist so eine anatomische Variante, das ist sehr, sehr selten. Da muss man auch abwägen, weil da auch das Rückfallrisiko natürlich dann entsprechend groß ist, weil die Eichel eben nicht frei liegt, wie sie ja nach einer vollständigen Beschneidung normalerweise frei liegen sollte, sondern die verschwindet dann im Speck und dann haben die immer noch ein Risiko, Lechen zu bekommen. Und dann wird es sehr schwierig, weil dann ja auch irgendwie mehr wegschneiden kann man ja dann nicht. Habe ich ein paar Fälle gehabt, kriegt man oft dann auch irgendwie hin, vor allem wenn die Jungs dann mal abnehmen. Aber das sind so Ausnahmefälle. Ansonsten kann man generell sagen, ist die vollständige Beschneidung schon die effektivste Methode, daran zu gehen. Und auch bei einem Jungen, der komplett beschnitten wird, würden Sie sagen, einfach unter Kontrolle behalten, aber nicht zwingend mit Cortison nachbehandeln. Nein, wir behandeln die alle oder die meisten so 4 Wochen nach, aber nur den Harnröhrenausgang, weil der eben noch am längsten nachflackert, sozusagen. Der Rest heilt dann schon aus. Und dann gucken wir uns das anschließend, also nach 3, 4 Monaten nochmal an. Und wenn dann die Harnröhrenmündung in Ordnung ist, dann sollen die noch eine Weile mit Panthenol oder man kann auch Linolafett nehmen, was auch immer, pflegen. Und ansonsten sehe ich die dann nach einem Jahr nochmal und dann ist in der Regel Ruhe. Bringt mich gerade zum nächsten Thema Pflege. Wir ermutigen ja die Frauen insbesondere gut zu pflegen, täglich, mehrfach, auch um quasi das Cortison zu begleiten, dass es da nicht allzu stark alleine auf die Haut wirkt, sondern dass die Durchblutung und die Befeuchtung der Haut weiterhin auch durch äußere Faktoren wie Öle oder Salben dann zugeführt werden kann. Bei Männern habe ich jetzt den Eindruck, dass die gar keine Pflege benutzen, also keine Pflegesalben. Also alle Männer, die ich mal gefragt habe, sagen, nein, mache ich eigentlich nicht, bis auf wenige Ausnahmen. Und von Frankreich haben wir jetzt von Fällen gehört, wo Spezialisten sagen, eigentlich bei einer Beschneidung soll man dann die Eichel noch
pflegen mit mit der Pflegesalbe, aber das dass beschnittene Männer eigentlich nicht groß weiter behandeln müssen, sei es eben mit Cortison oder mit Pflegeprodukten. Sehen das die deutschen Experten auch so? Ja, also man muss nicht, man kann aber. Also das Problem mit der Beschneidung, die ja früher irgendwie als Bagatelleingriff angesehen wurde, ist ja, dass möglicherweise oder mit Sicherheit eigentlich die Eichel sich in der Sensibilität verändert, das heißt etwas weniger empfindlich wird. Und da ist Pflege sicherlich sinnvoll und kein Fehler. Wobei da jetzt keine aufwendigen Pflegesubstanzen notwendig sind. Da kann man die einfachsten Cremes nehmen, wie eben Panthenol, Linolafett, Olivenöl wahrscheinlich auch. Egal, Hauptsache man pflegt so ein bisschen. Ne? Das wird sicherlich der Eichel ganz gut tun, aber das ist kein Muss. Mhm. Also ich muss noch präzisieren, die Rückmeldung war nur beschnittene Männer und nur, wenn die Eichel sich wirklich auch trocken anfühlt, dass man dann noch behandelt mit Pflege. Dann ist Ja das in dem gut, Fall wirklich so, dass die Männer eigentlich weniger Pflege brauchen wie die Frauen, so wenn ich das dazu zusammenfasse. Zu den ja. Pflegeprodukten, Männer, die sich pflegen möchten, wir haben auf der Webseite, auf der Infoplattform eine ganze Liste von möglichen Hm. Pflegeprodukten. Da gibt es jetzt auch schon ganz findige Firmen, die extra Salben für Lichen Sklerosus fertigen, ohne mit Patienten groß gesprochen zu haben. Aber weil das Thema jetzt einfach auch bekannter wird, da auch springen auf einen Zug und sich vielleicht auch noch ein bisschen Geld mitverdienen lässt. Die Frage war noch auch von Frankreich her, warum werden nicht systematisch bei Beschneidungen histologische Untersuchungen gemacht? Wird das in Deutschland gemacht? Ja, In das ist in Frankreich nicht? Deutschland schon allein deswegen nötig, weil wir das sonst gar nicht abrechnen könnten. Wir müssen entweder die Vorhaut histologisch untersuchen oder eine Fotodokumentation anfertigen. Und da wir unsere Rechner nicht voll haben wollen mit Vorhäuten, machen eigentlich alle dann routinemäßig die Histologie, was dann im Hinblick auf den Lesion natürlich auch sehr sinnvoll ist. Das gilt allerdings nicht für die Privaten. Also da ist dann noch so eine kleine Lücke. Mit denen muss man das immer besprechen, ob die da mit einverstanden sind, weil das sind ja zusätzliche Kosten dann. Ne? Aber bei den gesetzlich Versicherten ist das inzwischen seit 2004, glaube ich, oder 2006 Routine. Das heißt zusammenfassend, dass man die normale konservative Therapie sicher mal versuchen kann. Wenn das nicht mittelfristig hilft, dann kommt die Beschneidung. Was dann wirklich ein Problem ist und häufig landen dann auch diese Art von Fällen bei uns beim Verein, ist dann eben mit dieser Harnröhrenoperation, wenn die Harnröhre sich dann verengt und auch das Urinieren nicht mehr möglich ist. In diesem Zusammenhang wird immer mal wieder das Wort Harnröhrenschlitzung oder Bouchieren dann gebraucht für einen Laien. Was muss man sich darunter vorstellen? Das Bougieren bedeutet, dass man, ja, das sind so Metallstäbe, die sehen aus wie Stricknadeln so ein bisschen. Die gibt es in definierten Stärken und die schiebt man sich dann am besten noch mit einem Betäubungsgel vorne in die Harnröhre rein und kann dann ein bisschen über die Weite der Harnröhre gehen und das nennen wir halt Bougieren. Dann wird die gedehnt dadurch. Das muss man aber auch mit begleitender Cortisontherapie machen, weil wenn das einfach so gemacht wird und da kommt es zu Mikroeinrissen, dann wird natürlich auch der Lesion getriggert. Und dann kommt man überhaupt nicht vorwärts. Dann stochert man da drin rum und es bringt überhaupt nichts. Also das muss man schon begleitend mit einer Cortisontherapie machen. Ich bin da, auch wenn das nur die Harnröhrenmündung betrifft, nicht so ein Fan von. Das ist sehr viel effektiver, wenn man dann einmal die Schlitzung macht, dann ist in der Regel Ruhe. Also dann die Dynamik auch des Harnstrahles wird ja dann verändert und in der Regel hört dann die Problematik auch auf. Das heißt, man hat also ein OP, aber dafür hat man danach dann auch Ruhe. Schwieriger wird das, wenn das tiefer geht. Aber da wird man mit der Bougierung natürlich auch nicht erreichen. Und also dann wäre das Hauptziel für mich mit diesen Bougierstiften oder Heger-Stiften auch genannt, die das Cortison da reinzuschieben, um die Stellen innen zu behandeln. Weil mit der Bougierung alleine wird man natürlich den Lesion nicht beseitigen können. Es gibt ja dann
wenn eine solche Operation kommt, also die Schlitzung ist ja das eine, aber es gibt ja auch Fälle, wo dann die Haut schon sehr beschädigt ist, wo es dann Hm. auch sogar mit Transplantation von Hautstellen aus dem Mund operiert wird. Habe ich das richtig gelesen? Ja, ja, das ist eigentlich Standard. Das ist auch das sehr wichtig, weil ich habe mit der OP selber nicht so viel Erfahrung, weil das ist schon, das müssen wirklich Experten machen, die sich sehr viel damit beschäftigt haben, weil das ansonsten sehr komplikationsträchtig ist. Und die sagen übereinstimmend, wenn man da nicht Mundschleimhaut nimmt, sondern normale Penishaut, was man in anderen Fällen machen würde, also wenn die Harnröhre verengt ist durch eine Verletzung oder so, kann man das zum Beispiel auch mit der Vorhaut basteln. Aber da die Vorhaut ja anfällig ist für den Liechen, rezidiviert dann der Liechen. Das heißt, man hat dann diese riesen OP und kriegt dann trotzdem den Liechen wieder. Wenn man das aber mit Mundschleimhaut macht, die Mundschleimhaut, die scheint da ziemlich stabil zu sein, die scheint dann kein Lichen zu entwickeln, kein Lichensklerosus zumindest. Und dann ist die Chance, dass das dann auch erledigt ist, sehr viel größer. Deswegen also Mundschleimhaut beim Lichen gilt als Methode der Wahl. Aber da gibt es ganz wenige Experten, die das machen in Europa. Ach, das weiß man immer nicht. Wahrscheinlich gibt es mehr, als man so denkt, aber es gibt halt nur wenige, von denen man so weiß. Ne? Da gibt es dieses italienische Team aus Arezzo, wo früher der Babaglio war und die Kollegen, ich glaube, das hat jetzt mittlerweile wer anders übernommen. Dann gibt es in Deutschland halt die Frau Professor Fisch in Hamburg, die diese OP machen viele Urologen, aber diese OP in dem Bewusstsein, dass es sich hier auch um eine Linienproblematik handelt. Da sind halt nicht so viele. Der Professor Stein in Mannheim ist einer, also im Grunde findet man die ja als Autoren in der Leitlinie dann auch, die sich da genauer mit auskennen. Ich glaube, in Hof gibt es auch noch einen. Und ansonsten kann man eigentlich den Männern, die das betrifft, nur empfehlen, die müssen den Urologen fragen, was er da vorhat. Also da lohnt sich wirklich eine Zweitmeinung. Müssen den fragen, wie viel Erfahrung er hat bei Harnröhrenersatzplastiken, bei Lichensklerosus. Und das muss er irgendwie positiv beantworten. Ne? Also da muss ein Konzept vorliegen, ein spezielles Konzept in dem Fall für die Problematik Lichensklerosus. Wie viele Männer betrifft diese doch eher Ich glaube, schwerwiegende das sind Variante dann? nicht mehr so viele. Früher sind die Männer ja nicht zum Arzt gegangen, also zumindest stand das immer in der Literatur. Da war im Durchschnitt ging der Mann 7 Jahre zu spät zum Arzt und das wurde dann besser, dann waren es aber immer noch 4. Und in dieser Zeit hat der Liech natürlich sehr viel Zeit, in die Harnröhre zu klettern. Und da war das Problem, denke ich, häufiger. Aber es gibt es immer noch. Aber ich kenne jetzt Männer, glaube ich, ein, zwei und Kinder beziehungsweise Jugendliche ein. Also das sind wirklich wenig. Mhm. Da Gut, auch müsste man deshalb dann ist, wirklich diese Zentren fragen, ne? Die haben da vielleicht bessere Zahlen. ja, aber es ist klare Info, dass die Aufklärung da auch bei den Männern eigentlich viel bewirken kann, weil man sich bewusster ist, dass da ein Geschehen ist, das man stoppen sollte und nicht Ja, einfach allzu lange beobachten, vor allen Dingen lassen. beobachten, ne? Und dann früh Ja, genug reagieren. Also ja. wenn die Harnröhrenbildung befallen ist, das sieht der Mann ja. Das ist ja der große Fall. Er hat ja ein paar Vorteile von der Anatomie her. Und man kann das theoretisch sehen. Und wenn er dann auch reagiert und man was tut, am Anfang kommt man da auch noch wunderbar mit so einem Wattestäbchen dran und kann das behandeln. Und dann ist gut, ne? Aber wenn das einmal tiefer drin ist, wird es schwierig. Wir hatten da vor einem halben Jahr einen ziemlich schlimmen Fall, also ein Teenager, der einen Harnverhalt komplett hatte nach einer Beschneidung einige Jahre zuvor. Der war aber nicht in Kontrolle und hätte wahrscheinlich auch nach gewisser Zeit an der Harnröhrenmündung behandeln müssen mit dem Cortison. Das ist nicht passiert. Dann hat er von einem Tag auf den anderen, also es hat dann so ausgesehen, schlussendlich einen Harnverhalt. Der Spital, der das behandelt hat, hat das dann mit einem Katheter gelöst und gesagt, ja, Sie hätten jetzt keine Zeit, das gerade zu operieren. Er müsse da jetzt einige Wochen warten. Ich habe mir das dann sehr schlimm vorgestellt, so ein Teenager, der Katheter trägt und Sport machen sollte in der Schule. Das ist alles dann sehr kompliziert.
Und auch mit diesem riesen Tabu und dieser Scham, das ist ein Unding für einen jungen Menschen. Wie lange kann man dann zuwarten oder wann wird es wirklich ein Notfall, wenn dieser Harnverhalt da ist, man einen Lechen hat und nicht operiert werden kann, kurzfristig? Ja, also das muss man, das ist ja so eine große OP, das wird nie kurzfristig gehen. Ne? Und man sollte da auch ja immer die richtigen Operateure erstmal suchen und finden. Also insofern ist das hochschwierig. Also dieser Harnverhalt, der ist eigentlich kaum vorstellbar, dass der so ganz plötzlich entstanden ist. Wenn er natürlich plötzlich auftaucht, dann bleibt nur die Möglichkeit mit dem Katheter erstmal zur Überbrückung. Ne? Und dann muss man natürlich zusehen, dass man das möglichst schnell in irgendeiner Form behandelt bekommt. Aber das sind wirklich extreme Ausnahmesituationen, ne? Also, Ja, zum Glück. Also ich muss auch sagen, sowas hätte ich dann auch im Alltag, das so zu hören, ist, es war schon recht deftig, das so ja, mitzubegleiten. Und ich hoffe, es bleibt der einzige Fall, der uns da so zu Ohren kommt und durch die Aufklärung, dass es eben solche schlimmen Fälle auch nicht mehr braucht, sondern dass die Leute, die mit der Diagnose konfrontiert werden, dann auch im Netz eben auch die Informationen finden zu diesen ganzen Themen. Das wäre ja unser großes Ziel. Jetzt zum Thema Dehnen noch. Es gibt immer mal wieder Männer, die sagen, sie können eigentlich die Operation verhindern, indem sie beginnen, die Vorhaut selber zu dehnen. Haben wir auch schon im ersten Teil des Gesprächs vor ein paar Jahren darüber geredet. Ist das was sich weiterentwickelt hat jetzt in Ihrer Erfahrung oder bleiben das Einzelfälle? soweit ich das übersehe, bleiben das Einzelfälle. Also in unserem Klientel kommt das praktisch nie in Frage. Weil man muss ja immer sehen, dass man den Lean erstmal so weit rausgeprügelt bekommt, dass man überhaupt dehnen darf. Weil wenn man in den Lean reindehnt, dann triggert man ja nur die Entzündung, dann macht man es nur schlimmer. Das hat ja überhaupt keinen Sinn. Ne? Also man muss ja zumindest die Vorhaut in einen Zustand bringen, wo sie so elastisch ist, dass es sich dehnen lässt. Und dann frage ich mich immer, ob es nicht, also da bin ich einfach zu sehr Chirurg. Ich würde da 3 Schlitze ranmachen, also die sogenannte Triple Incision. Und dann ist das erledigt, wenn es denn Chance auf Erfolg hat. Diese Dehnerei, da ist man ja Wochen und Monate mit beschäftigt. Ähm, Da würde ich immer die kleine OP vorziehen. Bei den Frauen funktioniert das ja eigentlich gut, wobei eben auch nicht im Schub gedehnt werden soll, weil dann wieder Verletzungsgefahr besteht. Aber ich denke auch, das ist auch ein Das ist eine Thema, was ja andere noch mehr. Anatomie, ne? Ja, ja, genau. Zur Anatomie noch, also Frauen, die haben ja häufig auch den Befall des Anus mit der Zeit, also den vorderen Teil zumindest, manchmal auch in der Anarimi, heißt so, glaube ich, diese Anders, prima Ani, ja. Rima Ani, Entschuldigung, genau, die Rima Ani, die auch dann vom Lichen befallen wird, in dem Sinne, dass sie immer wieder gereizt ist oder sich bei Nässe oder Hitzestau dann entzündet, leichte Risse da sind, die man auch mit behandeln muss. Bei Männern beobachten wir das halt weniger. Also die sind hauptsächlich quasi an der Eichel-Harnröhrenmündung oder eben Vorhaut betroffen. Letztes Mal im Interview hat jemand berichtet von Stellen am Hodensack. Hat sich das auch irgendwie verändert, dass Sie da Entwicklungen sehen oder sind das auch Einzelfälle, wo dann am Schaft so Stellen auftauchen oder eben am Hodensack? A, sind das Einzelfälle und B, würde ich in diesen Fällen tatsächlich keine Aussage machen ohne Biopsie. Da ja meiner Meinung nach und auch nach der Meinung von anderen Experten der Urin eine Rolle spielt, ist dann immer die Frage, wie kommt der Urin dahin? Bei den Frauen ist das einfach zu erklären, bei den Männern ist aber eigentlich, kommt der da gar nicht hin. Und was ich aber tatsächlich sowohl bei den Jungs als auch bei den Männern gesehen habe, ist ein Befall des Anus. Also die hatten eine Anitis, eine Entzündung im Analbereich. Und das ist auch in der Literatur in einem Fall beschrieben, aber in diesem Artikel wurde auch keine Biopsie entnommen. Und ich hatte mal 3 Fälle hintereinander und dann habe ich Biopsien entnommen am Anus, weil die Jungs sowieso beschnitten wurden. Also sie waren sowieso in Narkose und dann hat mich das natürlich interessiert, ob das am Anus ein Lechen ist. Und interessanterweise konnten die Pathologen da keinen Lechen nachweisen. An der Vorhaut ja, am Anus nicht, obwohl der entzündet war. Das heißt, die haben
dann offensichtlich, ich weiß nicht, ob das eine Mitreaktion ist oder was das ist, die haben eine Neigung in der Mittellinie Entzündungen zu entwickeln, die aber nicht zwingend Niechen sein müssen. Ja, das hat ja auch unsere Gesprächspartnerin kürzlich in einem Podcast zum Thema LS am Anus bestätigt. Es gibt da so viele Infektionen und Geschehnisse, die sich manifestieren können, dass es manchmal auch ganz schwierig ist, weil alle etwa die gleichen Symptome machen, aber es lange nicht immer ein LS sein muss. Das in der Regel noch leichter dann, als zumindest das ist meine Erfahrung bei den Männern. Also da kann man Clobetasol drauf machen, muss man aber nicht. Da reichen meistens auch etwas weniger potente Corticoide für ein paar und auf deutlich kürzere Zeit und dann kann man da schon auf Pflege überwechseln. Ne? Ja, das hat Dr. Schulte-Versum auch bestätigt, so ja, in diesem Interview. Gut, noch jetzt zu einer letzten Frage. CPPS, also das chronische Pelvic Hm. Pain Syndrom, das haben wir bei den Frauen in Form von Vulvodynie jetzt wirklich in den letzten paar Jahren immer häufiger gesehen, dass Alice und Lichtplanus-Frauen wirklich co-betroffen sind von diesem Beckenbodenschmerzsyndrom. Sie haben vor ein paar Jahren gesagt, es sei interessant, Sie hätten erste Fälle jetzt. Was hat sich da entwickelt? Also ist das mehr zu einem Thema geworden oder sind es auch jetzt von dem her, was Sie wissen und beobachten, diese Schmerzzustände, die man eigentlich nicht erklären kann, visuell, können das bei Männern auch also können das Begleiterscheinungen sein, so wie bei den Frauen? Ja, klar, definitiv. Aber das ist jetzt nicht mehr geworden oder so. Also es sind sicherlich zwei, drei Fälle noch dazugekommen. Aber immer wenn Schmerzen dazukommen, muss man eben gucken, was ist das? Also sowohl der Planus kommt nach dem Liechen, Sklerosus taucht er ja gerne mal auf, teilweise auch stattdessen. Also dann ist es gar kein Sklerose, sondern von vornherein Planus. Aber es gibt eben auch häufig die Fälle, wo erstmal der Sklerosus da war und dann auf einmal taucht so eine Planus-Symptomatik auf. Und wenn die dann nach innen geht, dann spricht vieles für diese CPPS-Geschichte, die aber dann in der vollen Ausprägung wirklich sehr, sehr selten ist. Einen Fall habe ich, den begleite ich jetzt schon seit bestimmt 10 Jahren. Das ist hochproblematisch. Also der hat sicherlich beides und war auch klassischerweise Fahrradfahrer. Also ich glaube, dass da auch der Fahrradsattel ein Problem darstellt, also die permanente Reizung des Pudendusnerves. Aber das ist ja eine komplexe Geschichte. Also da wüsste ich jetzt auch nicht, dass es irgendwelche neueren Erkenntnisse gäbe. Also das muss man sicher multifaktoriell oder multimodal angehen, muss vor allen Dingen alle Auslöser erstmal identifizieren bzw. ausschließen. Es kann ja sowohl eine Nervengeschichte sein, das heißt also Nervenschmerz, als auch vom Rücken herkommen. Es kann zurückstrahlen vom Penis aus, gibt da ja die unterschiedlichsten Erklärungsmodelle. Und da Und muss ich man denke, eben sich durchprobieren, was dann am besten hilft. ja, das sind dann diese chronischen Schmerzen, die auch zu einem Schmerzmediziner gehören, wahrscheinlich, um das genau zu identifizieren, wo ist der Schmerz, was kann man tun und ja, wie kann man das behandeln, ist häufig auch eine sehr langwierige Sache. Wir haben hierzu bei den Frauen auch einen Experten befragt. War das Interview mit Schmerzexperte Dr. Volker Stolzenbach. Er kennt die Symptomatik bei den Frauen sehr gut und ich kann mir vorstellen mit seinem Wissen, dass auch Männer bei ihm auf offene Ohren stoßen, weil es einfach sehr ein komplexes Bild ist und trotzdem ein seltenes. Ja, Also selten in dem Sinne jetzt für die Männer, für die Frauen vielleicht weniger. ja, also das ist halt schlimm zu sehen. Also das ist wirklich eine Hilflosigkeit, weil überhaupt kein Ansprechpartner außer wenigen existiert. Also da wissen dann die Hautärzte, die Urologen sowieso nicht und die Hausärzte auch in der Regel kaum Rat. Und dann fühlen sie sich natürlich auch häufig nicht wahr und nicht ernst genommen. Und dann wird da rumprobiert und das macht es dann oft, je nachdem, was man macht, auch noch schlimmer. Also das ist sicherlich ein Problem. Und insofern, das sind so Bereiche, wo die Arbeit des Vereins einfach wirklich unersetzlich ist. Weil ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo man das sonst, ja, vielleicht später dann mal mit der KI. Aber die verweist ja dann auch immer auf eure Arbeit.
Warum auch nicht? Ja, ja, Solange, nee, solange irgendwo nicht muss es mehr ja wissen. herhaben. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wertvoller Fundus. Vielen Dank. Das freut uns, das zu hören, weil wir damit auch wissen, dass wir viele erreichen können, die uns gar nie anschreiben. Das ist ja auch immer noch ein sehr tabuisiertes Thema, gerade auch beim Mann, der noch weniger gern darüber redet wie die Frau, auch innerhalb der Familie oder im Freundeskreis. Und ich möchte hier auch die Männer ermutigen, die hier zuhören und betroffen sind. Also wir vernetzen Betroffene auch in dem Sinne anonym, dass man uns gar keine persönlichen Daten angeben muss. Man kann auch bei uns Mitglied werden, relativ anonym. Man soll ja wirklich die Hürden möglichst tief halten und da nicht noch zusätzliche Probleme schaffen. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann wirklich Gold, wenn nicht Diamanten wert sein. Das haben einige jetzt auch in der Rückmeldung, die wir gefragt, also die wir eingefordert haben oder nach der wir uns erkundigt haben. Was hat euch als Betroffene am meisten geholfen? Kam eigentlich bei allen Rückmeldungen der Kontakt mit anderen Ja, Männern. Den stellen wir gern her, weil es ist so, dass man untereinander, also sich zu finden in Europa ist schwierig, aber dank KI und dank dem Internet und dank uns ist das jetzt möglich und dann sollte man das genau auch nutzen, weil es braucht hier die Eigeninitiative bei einer Krankheit wie bei dem LS, ganz klar, bei den Frauen wie auch bei den Männern. Und wir setzen uns dann beim Verein zur Ruhe, wenn das alles mal ganz klar ist und alle wissen, was zu tun ist. Ich glaube aber nicht, dass das morgen sein wird. In dem Sinne möchte ich in unserem Verein hier noch Danke sagen an Michael, der schon ganz lange im Verein die Männer betreut, die Fragen haben, und auch dem Christian mein Lob aussprechen und meinen Dank, der immer sehr fundiert Antwort gibt, wenn Männer eine Frage haben. Man macht das hier beim Verein ja ehrenamtlich und ich finde es toll, dass man da eigentlich mit seiner eigenen Geschichte eben auch viel bewirken kann, dass man anderen hilft. Es braucht aber trotzdem Zeit und Nerven und Energie und da möchte ich mich bedanken bei allen im Verein, die eine solche Aufgabe einfach selbstlos übernehmen. Auf der Webseite haben wir diverse Erfahrungsberichte aufgeschaltet. Auch das kann hilfreich sein, einfach mal zu lesen, wie es anderen geht. Hilft nachweislich auch, die eigene Situation besser zu verstehen und einzuordnen. Im Idealfall kann man sagen, es trifft mich ja gar nicht so hart. Und ein Mann hat geschrieben, bei den Fragen, die wir gestellt haben, er hätte gedacht, 3 Jahre warten und verschiedene Ärzte zu haben, bis endlich die Diagnose da sei, das sei jetzt extrem mühsam und lang, bis er dann gelesen hat, dass es eigentlich im Schnitt noch eine recht zackige Sache war. So in dem Sinne kann jeder Bericht auch anderen das Leben ein bisschen erleichtern oder ein Schmunzeln auf die Lippen bringen. Und wir wollen ja das Ganze auch positiv in dem Sinne beenden. Auch, dass man mit LS leben kann und es so benennen, dass es sicher keine Freude ist, so eine Krankheit zu haben, aber dass es auch geht, damit zu leben. Und im Normalfall, wenn die Diagnose genug früh ist und wenn man sich darum kümmert, hat man ja auch diese ganz schwerwiegenden Auswirkungen, über die wir jetzt auch hier ganz besonders gesprochen haben, eben nicht. Und zu wissen, dass es richtig. das überhaupt gibt, ist auch gut, weil dann schaut man sich vielleicht ein bisschen besser. Ja, das wäre meine Botschaft an alle, die hier zuhören. Ich möchte Ihnen, Herr Dr. Becker, ganz herzlich danken, dass Sie sich heute diese Stunde Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Es war wieder sehr aufschlussreich und wir werden jetzt im Anschluss dann noch eine kleine private Runde machen, dass die Männer, die Fragen eingereicht haben und sich beteiligt haben an unserer Umfrage, auch noch die Möglichkeit haben, vielleicht ganz persönliche Fragen noch zu stellen. Und ich beschließe damit hier mal den offiziellen Teil dieser Podcast-Folge und wünsche allen einen schönen Abend. Ich möchte noch verweisen auf unsere Webseiten www.lichensklerosus.ch oder neu auch die deutsche Webseite www.verein-lichensklerosus.de. Wir freuen uns, da zu sein für alle, die Hilfe benötigen und freuen uns über Kontakt und Rückmeldungen. Schönen Abend allen und bis ein anderes Mal.